Hallo meine Lieben, nachdem uns immer nachgesagt wird, dass wir nur Lego bauen und zu wenig Sport machen, also speziell auch unsere Mütter, haben wir uns gedacht, wir schnappen uns ein Set und machen etwas Sport. Da muss man wirklich mal was ändern. Ihr wisst, wir werden auch nicht jünger und Eben. Über kurz oder lang wird sich dieses viele Herumsitzen mal bemerkbar machen. Jetzt werden wir mal ein bisschen aktiver und wir heißen euch damit herzlich willkommen zum Video zu einer wahren Rarität. Oh ja. Das Lego Set 3578, die NBA Eishockey Arena. Und bevor ich die Zahlen vergesse, es ist aus dem Jahre 2004 und hat 336 Teile. Ich glaube, das ist vollkommen richtig. Wir werden es doch mal kontrollieren beim Zusammenschneiden. Es ist ein Set, welches uns komplett entgangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Es gab einerseits die Fußballserie, die kam schon ein bisschen früher. Dann kam noch Basketball. Das kennen ja auch viele noch. Wir hatten ja auch, oder besser gesagt das Basketballfeld steht auch jetzt schon in unserer Stadt. Ich wollte sagen, es steht ja bei uns schon da. Und dann gab es auch dieses Eishockey-Set mit diesen etwas hässlicheren Technikfiguren. Ich weiß nicht, ob wir haben hier auch übrigens die Schachtel und die Anleitung. Wirklich ein toller Zustand von diesem Set. Aber das Problem war, was ich jedenfalls hatte, war, dass diese Technikfiguren, ich glaube, hier sind sie nicht drin, aber wir blenden euch sonst ein Foto davon ein, die haben mir irgendwie als Kind nicht gefallen. Und es gab aber allen Ernstes auch ein Eishockeyfeld und ihr seht es mit echten Lego-Figuren. Und das zeigen wir euch heute. Mit 3 Pucks. Es sind 3 Pucks dabei, das ist natürlich jetzt für den Moment ein bisschen zu viel. 2004, also mir kam es überhaupt nicht bekannt vor. Es ist auch sehr selten. Ich glaube, auf Bricklink gibt es momentan nur 6 oder 7 Verkäufer, die dieses Set hier verkaufen. Es gab dann noch so ein kleines Street Hockey, wo nur 1 gegen 1 ist. Ihr seht schon, Rita will schon spielen. Wir spielen auch nachher gleich eine Runde. Aber das hier ist eine wahre Rarität. Wir haben es jetzt um 80 € gekauft, was nicht billig ist, aber trotzdem für das Set als solches ein Schnäppchen. Wir halten es für euch mal ein bisschen in die Kamera, damit ihr es besser sehen könnt. Also es ist von den Dimensionen her genauso groß wie das Fußballfeld oder auch das Basketballfeld. Hier mit diesen tollen großen Fliesen hier in weiß mit den Drucken. Das stimmt, aber im Gegensatz zum Fußball- und Basketballfeld ist irgendwie die Spieltechnik ganz eine andere. Also da bin ich dann schon gespannt. Vollkommen richtig. Also ja, ihr seht, es sind hier diese weißen Technikstangen und mit denen kann man so ähnlich wie bei Tipkick die Figur bewegen. Man kann sie aber auch nach vorne und nach hinten bewegen und das Coole, dreh mal, Rita. Was drehe ich? Wenn man die Technikstangen dreht, dann dreht sich auch die Figur. Also das finde ich schon mal das Highlight. Ja, der spielt da mit seinem Schläger. Und das heißt dann, wenn du zum Beispiel hier einen Puck hast. Hoppla. Oh, das war jetzt meine Schuld. Entschuldigung. Ein bisschen schwierig so zu halten, ungestüm. aber wir werden es euch dann gleich zeigen. Dann kann man, ihr seht es, den Puck einerseits so cool führen und man kann dann auch eine 360-Grad-Pirouette machen und natürlich schießen. Also ob es funktioniert, werden wir dann gleich herausfinden. Es sind auch 2 Tore dabei mit 2 Tormännern, die man nur so bewegen kann. Was ich auf jeden Fall sehr cool finde, ist bei dem Set sind, wie gesagt, die Minifiguren. Ich habe mich so gefreut, dass die nicht diese Technikfiguren sind, bei denen man nur so auf den Kopf haut. Also die Figuren sehen ähnlich aus wie die Basketballer, etwas außergewöhnliche Gesichtsausdrücke, aber die Ausrüstung, die Uniform ist wirklich total cool und es sieht vielleicht ein bisschen dämlich aus, weil sie hier nur so ein Stöckchen in der Hand haben. Wenn man die Figur aber hier platziert, dann sieht es so aus, als würden sie einen richtigen Eishockeyschläger in der Hand haben. Hier der Puck. Ja. Einerseits das Lego-Symbol, andererseits NHL. Und wir haben hier auch noch sogar in der Anleitung, das wollen wir euch noch zeigen. Bevor Christoph dann verliert. Was nicht passieren wird,
kleinen Stickerbogen, wo auch noch restliche Sticker für verschiedene Teams aus der NHL dabei sind. Also man hat sich auch hier die Lizenz geholt von der amerikanischen NHL, genauso wie bei Fußball und beim Basketball war das ja auch der Fall, dass man da die originalen Spieler hatte und ja auch bei der NBA zum Beispiel die Teams nachbauen konnte. Also es ist wirklich eine coole Technik hier, wie man diese Minifiguren steuert. Es ist nur ein bisschen anders, glauben wir, vom Spielmechanismus her, da ja eine Person auf dieser Seite spielt. Ja, erinnert mich ein bisschen an einen Tischfußballtisch. Ist so ähnlich, ja. Also wir haben das, wie gesagt, noch nie in der Hand gehabt. Es gibt auch noch, wenn ihr mit mir noch mal kurz die Anleitung anschaut, hinten dann verschiedene Spielvarianten. Ich blende Rita mal kurz aus. Also ihr seht, man kann 2 gegen 2 spielen, dann gibt es den Spielmodus 3 gegen 3 und noch einmal 3 gegen 3. Wenn ihr euch jetzt fragt, was da der Unterschied ist, man kann das Spiel ein bisschen schwieriger und einfacher machen. Und zwar sind hier, ihr seht es vielleicht, diese Technikrohre auf die Technikstangen drauf gesteckt. Das bedeutet, dass jetzt zum Beispiel der Spieler hier in der Mitte nicht ganz nach vorne auf die andere Seite fahren kann. Wenn man den weggibt, dann wäre natürlich die Stange so lang, dass der fast das ganze Spielfeld als Radius hätte. Aber macht es das schwieriger oder einfacher? Ja, macht es das schwieriger oder einfacher? Das weiß ich jetzt gar nicht. Man hat auf jeden Fall viel mehr Bewegungsfreiraum. Ich glaube eigentlich, dass das Spiel dann einfacher ist, wenn die nicht drinnen sind. Aber das werden wir dann herausfinden. Mir hat das Set auf jeden Fall so gut gefallen, dass ich es mir gekauft habe. Nur bevor wir jetzt starten, ein kleiner Blick auf die Sportsabteilung von 2004. Da gab es nämlich auch noch Snowboard, wo wir ein paar Sets haben. Und es gab auch noch Skateboard. Da haben wir auch ein paar Sets, aber ich glaube aus den Jahren zuvor. Das war dann schon 2004 in meinen Dark Ages, fürchte ich. Wir haben das jetzt nachgeholt und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir jetzt eine kleine Runde wagen und dann schauen, wie das Spiel so funktioniert. Oh ja. So, der Christoph hat ein leichtes Handicap, weil er hinter der Kamera steht. Aber das macht, finde ich, gar nichts, denn falls er verlieren würde, ja, schade ist es natürlich, aber gut. Trotzdem gewinnen. 3, 2, 1, es geht los. Hier, ich habe schon mal Nein. an mich gerissen und versuche jetzt gleich mal den ersten Torschuss, Nix der nicht da. geklappt hat, aber ich habe den Puck immer noch. Kurze Ausspielung meines Gegenspielers Rita und ist leider nicht drin. Es ist ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen chaotischer als Fußball und als Basketball zusammen, würde ich sagen. Ja, eindeutig. Ich bin übrigens schwarz und Rita weiß. Ja, ganz klar. Jetzt fällt momentan ein bisschen schwer zu kommentieren. Ja, weil es so abgeht hier. Weil hier wirklich ein Tor für Rita. Ein Tor für mich. Und ich meine, das war klar. Ich weiß nicht, beim Eishockey ist es, glaube ich, so, dass nach jedem Tor der Puck wieder in die Mitte kommt. Also es geht wieder los. Ihr seht, wir sind Profis 3, bei Eishockey. 2, 1. Pam! Auch noch. Jetzt komme ich natürlich jetzt wieder nicht zum Puck hin. Wir sind übrigens am Überlegen, was wir mit dem Set machen. Ein Vorschlag wäre gewesen, das ins Winterdorf zu stellen, was ja natürlich passt, aber wir wissen nicht, ob wir da genug Platz haben. Aber auf der anderen Seite, einfach so in die Stadt. Eben, es ist ja meistens, Eishockeyhallen sind ja trotzdem einfach auch so in der Stadt, also wieso nicht? Wir finden das Set auf jeden Fall extrem cool von der Optik her. Es hat mir so gut gefallen, dass ich es einfach bestellen musste. Ja. Und wir wollten es euch gerne zeigen, da es auf YouTube darf nicht wahr sein, gar kein Video dazu gibt. Dabei ist es echt lustig. Aber es macht Spaß, ja? Vielleicht schauen wir uns Basketball und Fußball auch noch mit euch gemeinsam an. 3, 2, 1. Dann möchte ich wenigstens noch einen Anschlusstreffer natürlich. landen. Ja, natürlich. Hast du eigentlich jemals Eishockey gespielt, Rita? Nein. Ja, es ist Ich glaube, ich habe mal Hockey gespielt in der Schule, aber nicht Eishockey. Rita blockiert natürlich, wenn sie, jetzt zeige ich euch mal auf der linken Seite, wenn sie so macht, ist natürlich
was das ganze Tor blockiert, das darf man dann eigentlich nicht. Darf man das nicht? Ich weiß es nicht, es steht nichts im Regelwerk. Ja, vielleicht sollten wir uns mal ein Hockeyspiel anschauen. Ja, also ein Lego-Hockeyspiel. Also ja, natürlich ein Lego-Hockeyspiel. Aber seht ihr, was Rita für einen Zug drauf hat beim Spielen? Das ist wirklich Ich kann sogar unglaublich. rückwärts spielen. Schau. Ciao. Ja, mit der Rückhand. Ah, jetzt gebe ich dir wieder den Puck. Nein. Und jetzt vorwärts. Gut, so viel dazu. Wir wollten euch nur zeigen, wie das Spiel funktioniert. Natürlich habe ich Rita gewinnen lassen. Richtig. Ja, ihr seht, wie sie lacht. Moment. Sie ist glücklich. Das Spiel, was sagst du dazu? Ich finde es super. Mir gefällt es nicht. Vielleicht auch, weil ich gewonnen habe. Wir werden es wieder verkaufen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüssi. Tschüss.